Ja, so schnell geht's jetzt. Der Motor ist das, was übrig geblieben ist. Das Motorrad ist komplett zerlegt. Hier sieht man die ganzen Einzelteile. Also jetzt so sieht sie nochmal kurz vor dem Zerlegen aus. Alle Teile sind dran soweit. Natürlich fehlt oben am Lenker noch die Armaturen und so, sonstigen Kleinigkeiten. Aber am Ende wird es ungefähr so aussehen. Natürlich neue Beschichtungen am Motor und neue Lackierung am Tank. Die Sitzbank ist ja auch noch nicht fertig. Das dauert noch ein bisschen, bis der Stoff genäht ist. Aber grundsätzlich wird es am Ende dann so aussehen. Und mir gefällt es ganz gut. Dann werde ich jetzt mal zerlegen. Ja, hier seht ihr jetzt den Zwischenstand. Motor ist noch drin. Ein paar Sachen sind auch noch hier am Rahmen. Baue ich jetzt ab. Luftfilter kommt noch raus. Also ist kein Luftfilter mehr drin, also Luftfilterkasten. Dann kommt die Scheidung. Motor kommt aus dem Rahmen raus. Und dann machen wir uns mal an den Motor dran, so langsam. Jetzt mache ich ein paar kleine Anbauteile hier ab. Vergaser hole ich raus, Luftfilterkasten, Zündspule und schrittweise Motor rausholen. Der Filterkasten sieht auch richtig scheiße aus. Dann lasse ich jetzt mal das Öl ab. Schön die Hundeschale drunter. Eine schöne Unterhose als Lappen. Ja, ist gut feste. Dann bin ich mal gespannt, ob das Öl voller Späne ist oder was auch immer. Man kann hier schon so ein bisschen sehen. Ganz so kacke sieht es eigentlich nicht aus. Hier ist schon so ein bisschen Schmodder, aber es geht. Das Gewinde ist auch jetzt nicht im Arsch gewesen, es war auch nicht zu sehr angezogen, hier sind keine Späne dran. Jetzt lassen wir es mal rauslaufen, gucken uns das danach mal an. Dann geht es jetzt mal weiter. Stellen wir den Rahmen erstmal wieder schön auf den Tisch und dann holen wir den Motor raus. So, wo haben wir die 13er hin? Wenn eine 13 draufsteht, ist es ein 13er. Aus welchem Film ist das? Weiß das jemand? Wenn es jemand weiß, dann soll das mal in die Kommentare schreiben, aus welchem Film das ist. Und übrigens, wenn eine 12 draufsteht, dann ist es ein 12er. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich zum Ausheben des Motors. Keine Ahnung, warum das immer so schnell unordentlich geht. Boah, der ist scheiße schwer. Ich fahre runter den Tisch. Geschieden. Wow, der hält ja gar nicht, der Motor. Hier so einen schönen Motorständer bekommen vom Heinz. Viele Grüße nochmal an Heinz. Ja, so schnell geht's jetzt. Der Motor ist das, was übrig geblieben ist. Das Motorrad ist komplett zerlegt. Hier sieht man die ganzen Einzelteile, die jetzt immer noch ein bisschen aufgearbeitet werden müssen. Manche sind schon fertig, so wie das Rad zum Beispiel. Der Rahmen hängt da auch noch ein bisschen ab. Also in den nächsten Videos geht es dann um den Motor. Den werde ich natürlich zuerst mal zerlegen und begutachten, was alles vielleicht kaputt ist. Dann werde ich mir einen Plan machen, was ich alles neu brauche. Ich habe schon ein bisschen was überlegt,
zu machen. Also die Zuganker wollte ich auf jeden Fall nachrüsten. Eine größere Ölpumpe soll rein und ob noch andere Tuning-Maßnahmen kommen, das weiß ich noch nicht.